Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Strick mit Calypso. Ich bin Calypso und ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Ja, ich fange einfach an mit dem, was ich heute trage. Und zwar trage ich die Jacke Folie Bleue. Das ist eine super schöne Jacke, die ich sehr gerne trage und die ich aus Wollresten improvisiert habe. Und ja, wenn ihr genauere Infos haben möchtet über wie ich diese Jacke gemacht habe, der ganze Prozess, welche Ideen ich dahinter gesteckt habe und vielleicht auch ganz viele Wollreste habt, die ihr gerne verarbeiten möchtet, dann kann ich euch herzlich einladen, den Tutorial dazu anzuschauen, der auch hier auf meinem Kanal ist. Da habe ich ganz genau erklärt, wie ich vorgegangen bin und wie ich am Ende zu dieser Jacke gekommen bin. Ich möchte als erstes meine fertigen Projekte mit euch teilen. Und zwar bin ich wirklich sehr glücklich, weil meine Jacke, der Cardigan, den ich in Kollaboration mit Manos del Uruguay gemacht habe, ist fertig. Und die Anleitung ist auch fast fertig. Sie wurde jetzt fertig korrigiert und die verschiedenen Größen ausgerechnet. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen dran schleifen und natürlich auch auf Deutsch und Französisch übersetzen. Hier ist das wunderschöne Teil. Ich bin wirklich sehr glücklich mit dieser Jacke. Ich finde, sie ist wunderschön geworden und sie ist auch sehr anders als andere Kleidungsstücke, die ich habe. Das gefällt mir wirklich gut. Es ist wirklich ein Blickfang, vor allem durch das Garn. Finde ich, dass diese Jacke schon sehr auffällig ist und man da auf jeden Fall hinguckt durch diese tollen Farben. Ich finde, der Schnitt ist auch sehr schön geworden. Ja, sie ist super elegant, aber trotzdem verspielt und auf jeden Fall ein Hingucker. Die Ärmel habe ich ein bisschen Oversize gemacht. Das lässt sich natürlich ganz gut anpassen, indem man hier weniger Maschen aufnimmt. Denn ich habe die Ärmel von oben nach unten gestrickt. Das heißt, ich habe hier Maschen aufgenommen und die Ärmel dann runtergestrickt und hier da unten dann zugenäht. Genau, das lässt sich aber anpassen, indem man einfach sozusagen die Maschenanzahl für eine kleinere Größe hier aufnimmt und den Armausschnitt einfach nicht so tief macht. Dann kann man auch etwas schmalere Ärmel machen. Das wäre ein kleiner Hinweis. Ich möchte die gerne etwas Oversize machen. Als kleiner Kontrast zu dem Körper, denn der Körper schmiegt sich ein bisschen mehr der eigenen Figur an und das Muster betont auch schön die eigene Figur, finde ich, durch das Rippenmuster mit Lochmuster. Und ja, die 3 Knöpfe vorne habe ich bei Paul Knopf gekauft, hier in Berlin. Ja. Und so sieht die schöne Jacke aus oder der schöne Cardigan. Ich füge euch auf jeden Fall Fotos ein von dem Cardigan, die ich geschossen habe draußen und bei mir hier zu Hause. Es sind auch noch Plätze frei für das Teststricken. Für diejenigen, die noch sich nicht viel darunter vorstellen können. Teststricken bedeutet, dass ihr die Anleitung bekommt in ihrer rohen Fassung, also bevor man sie veröffentlicht, und die Anleitung kostenlos bekommt und dann innerhalb einer bestimmten begrenzten Zeit den Cardigan nachstrickt und mir dann Feedback gibt, wo sind Fehler vielleicht in der Anleitung, was könnte man besser schreiben oder anders ausdrücken, anders erklären. Ja, das ist so wie eine Art Qualitätstest für die Anleitung und da bekommt ihr die Anleitung kostenlos in ihrer Rohfassung, bevor sie veröffentlicht wird, und ich bitte euch dann, Fotos von eurem fertigen Projekt zu machen und es in euer Ravelry einzuspeisen. Und wenn ihr Instagram habt, dann könnt ihr da auch gerne eure Fotos posten von eurem fertigen Projekt und das hilft natürlich anderen Strickerinnen, die das vielleicht gerne auch nachstricken möchten, sich ein umfangreicheres Bild zu machen, wie denn das Kleidungsstück aussieht, wie es fällt und ja, welche anderen Versionen, Varianten, Garne man auch verwenden könnte, zusätzlich zu dem Original. Genau. Also das ist der fertige Cardigan und ich habe ihn noch nicht getragen, ich habe jetzt Fotos gemacht. Ja, ich freue mich drauf, heute regnet es, aber wenn das Wetter etwas schöner ist, dann werde ich auf jeden Fall den tragen und ausgehen. Vielleicht in einen Café und mir ein Stück Kuchen gönnen und meinen schönen Cardigan spazieren
tragen. Genau. Ja, und einige von euch haben das vorherige Video kommentiert. Da hatte ich euch gefragt, was ich mit den Resten machen könnte, denn ich habe noch ungefähr 150 Gramm übrig von diesem Garn. Ich habe da ganz, ganz viele gute Ideen bekommen. Einige von euch haben mir vorgeschlagen, ein Twin-Set zu machen, das heißt ein passendes Top zu diesem Cardigan zu tragen, und auf die Idee war ich nicht gekommen, und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich hatte nicht daran gedacht, weil das eben ein Garn ist, das ist 75% Wolle und 25% Polyamid, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war nicht auf die Idee gekommen, das vielleicht direkt auf der Haut zu tragen. Aber ich habe diesen Cardigan auch direkt auf der Haut getragen beim Fotos machen. Und also nur mit einem Top drunter. Und das Garn ist super, super weich. Man kann es also auf jeden Fall direkt auf der Haut tragen. Deswegen ist es wirklich eine gute Idee, ein Twinset zu machen. Und vielleicht, oder nicht vielleicht, ich werde demnächst, ganz bald hoffentlich, dann ein passendes Top dazu stricken und dasselbe Muster verwenden und einfach nur ein Sommertop ohne Ärmel, das so etwas enger anliegt, passend zu dieser Jacke stricken, und wer weiß, vielleicht mache ich da auch eine Anleitung dazu, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall und vielen Dank für eure Kommentare, für diese sehr, sehr guten Ideen. Über diesen Cardigan habe ich auch einen Vlog gemacht. Der ist jetzt noch nicht online, aber sobald die Anleitung veröffentlicht wird, hoffentlich in den nächsten paar Wochen, werde ich dieses Video auch veröffentlichen und auch noch einige Tutorials, die ich gemacht habe. Das heißt, ihr könnt euch den Vlog angucken, des ganzen Designprozesses und Strickprozesses von diesem Cardigan, und zusätzlich habe ich noch einige kurze Tutorials gemacht, also Technik-Tutorials, wie ihr die etwas aufwendigeren Teile, wie zum Beispiel die verkürzten Reihen an den Schultern oder das Finishing hier am Nacken, wie ihr das machen könnt. Dafür habe ich eben kleine Tutorials gemacht, und die werden dann auch, sobald die Anleitung veröffentlicht wird, werde ich diese Videos auch veröffentlichen, und die können euch sicherlich unterstützen, wenn ihr das auch gerne nachstricken möchtet. Das nächste fertige Projekt, das hatte ich vergessen, glaube ich, euch fertig zu zeigen. Das habe ich nämlich diesen Winter auch gestrickt und noch nicht getragen, weil es eben eher so ein kurzer Slipover ist und das wahrscheinlich eher für jetzt im Frühjahr oder in Übergangsphasen ein sehr gutes Kleidungsstück ist. Ja, das hatte ich euch noch nicht fertig gezeigt, aber das hole ich jetzt heute nach. Und davon habe ich jetzt auch Fotos gemacht, und auf meinem Instagram findet ihr auch ein kurzes Video, wie ich das Teil hier trage. Es ist ein Slipover, der vorne und hinten identisch ist, den ich mit Schoppel-Zauberball gestrickt habe, kombiniert mit einem Faden Woven Silk Mohair heißt, glaube ich, das Garn. Und da habe ich beide einfach zusammengenommen für den Körper und diesen süßen Slipover gestrickt. Für die Ärmel bzw. die Schultern oder kleinen Flügelchen hier habe ich das Mohair-Garn doppelt genommen und gestrickt. Ja, und da ist dieser kleine süße Slipover daraus geworden, der mir sehr gut gefällt und ich euch eben noch nicht gezeigt habe. Ja, das ist also auch eine nette Idee, falls ihr eine kleinere Menge übrig habt von einem bestimmten Garn. Ja, ein kleines, einfaches, schnelles Projekt zwischendurch stricken wollt oder im Zug oder wenn man unterwegs ist oder ähnliches, ist das auf jeden Fall eine super Sache und kann ich euch empfehlen, als kleine Inspiration, kleine Idee, ein Slipover zu machen. Bevor ich mit meinen WIPs, also Work in Progress, weitermache, würde ich gerne ein kleines Dankeschön noch ausdrücken an meine liebe Teststrickerin Katrin, die auch seit dem ersten Video, glaube ich, dabei ist und immer schön kommentiert und wirklich mir auch sehr süße Nachrichten schreibt und auch schon bei mehreren Teststrick dabei war, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und sie hat den schönen Cardigan Mariposa auch getestet und gestrickt, und davon würde ich euch gerne hier ein paar Fotos einfügen als kleines Dankeschön an sie. Ja, um euch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass ihr die Anleitung auf meinem Ravelry und über meine Website erwerben könnt, wenn ihr diesen Cardigan gerne nachstricken möchtet. Und ja, wurde schon einige Male nachgestrickt und das freut mich natürlich sehr, dass er einigen Leuten gefällt und mir gefällt er auch sehr, und das ist dann natürlich ein sehr passendes Kleidungsstück für die kommende Saison, Frühjahr, Sommer.
Also vielen Dank, Katrin, für das Teststricken. Und noch ein Dankeschön an eine Freundin von mir, die mir ein super, super tolles Buch mitgebracht hat. Eine Freundin von mir, die lebt zwischen Berlin und New York und manchmal kümmere ich mich ein bisschen um den Schlüssel ihrer Wohnung und dadurch hat sie mir angeboten, mir ein Buch mitzubringen. Das ist nicht das erste Mal, glaube ich, dass sie mir ein Buch mitbringt aus den USA, was dort ein bisschen günstiger ist und eben auch auf Englisch. Und sie hat mir dieses wunderschöne Buch von Alice Starmore mitgebracht, das heißt Glamoury. Das ist auf jeden Fall eine traumhafte Inspirationsquelle. Und ich habe da schon einmal durchgeblättert, aber noch nicht viel gelesen. Das heißt, ich kann euch jetzt noch nicht viel zum Inhalt erklären. Aber ich kann euch sagen, auf jeden Fall, dass die Designs da drin sehr kostümartig sind. Und das finde ich wunderschön als Inspiration. Wahrscheinlich würde man einen Teil der Designs, die da vorgeschlagen werden, nicht so im Alltag tragen, sondern vielleicht auf einer Bühne. Aber einige Designs schon. Und als Inspirationsquelle und auch um neue Techniken vielleicht zu lernen, ist das sehr interessant. Ja, zum Beispiel ein schönes Cape, was man auf jeden Fall so tragen könnte, ist das hier mit den schönen Federn am Halsausschnitt. Das finde ich wirklich sehr schick. Oder ein anderes Kostüm oder Design wäre das hier, das eine Anemone darstellt. Das ist also komplett rot von oben bis unten und hat wunderschöne Zopfmuster und diesen Rock, der in einer Sternenform endet, wie ein Seestern. Ja, das wäre ein Kostüm, das würde man jetzt nicht unbedingt im Alltag tragen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Inspirationsquelle und ein traumhaft schönes Buch. Auch sehr interessant an diesem Buch ist, dass man einige Seiten so aufklappen kann und die schöne Landschaft, das komplette Foto genießen kann, da ein bisschen träumen kann. Das macht natürlich Spaß. Oder zum Beispiel das hier finde ich auch ganz schön beeindruckend. Diese Art Vogel mit den Federn, dieses Vogelkostüm. Und das Foto ist ja auch super, super schön. Ja, also ich habe das wie gesagt erst seit 2-3 Tagen. Deshalb ist das jetzt nur ein kleiner Einblick da drin. Vielleicht erzähle ich euch beim nächsten Mal ein bisschen mehr über dieses Buch. Ein Design wollte ich euch noch gerne zeigen. Das hier. Das sieht aus wie ein Drache, das finde ich einfach traumhaft schön, dieser Rücken. Und ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin bei Strickbüchern mindestens genauso schwach wie bei Wolle, vielleicht sogar noch schwächer, dass ich bei Strickbüchern mich noch mehr zusammenreißen muss, nicht mehr zu kaufen, weil ich schon eine ganz schöne Strickbibliothek habe. Und ich habe vor kurzem ein Video auf Instagram gesehen, und da sprach eine Dame über ihren Wollstash und ihre Ansicht oder ihre Argumente fand ich wirklich sehr interessant und würde ich gerne mit euch teilen. Wenn ich das Video wiederfinde, dann verlinke ich das unten in der Infobox. Aber auf jeden Fall war das Argument von dieser Dame, dass wir vor allem hier online im Internet über unsere Wolle sprechen und die Gesamtheit unserer Wolle als Stash bezeichnen. Ja, und Stash bedeutet wortwörtlich übersetzt vom Englischen ins Deutsche Vorrat oder Lager. Mit unserem Stash oder mit unserem Wollvorrat ist ganz oft ein kleines schlechtes Gewissen verbunden, denn ich kann mir vorstellen, dass bei manchen der Stash etwas größer ist, bei anderen vielleicht etwas kleiner. Das ist auch total Typsache. Ich bin jetzt nicht eine große Stash-Person oder Vorratsperson, aber andere schon. Und ich finde das total in Ordnung und ich finde nicht, dass man da ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man sich einfach gerne Wolle kauft. Klar kauft man sich Wolle schneller, als man sie verstrickt, aber es wäre schön, wenn wir zu unserem Stash nicht mehr Stash sagen, also nicht mehr Lager oder Vorrat, sondern eher Kollektion zum Beispiel. Das war auf jeden Fall der Vorschlag von dieser Dame in diesem Video, denn
Die Garne, die jeder oder jede von euch zu Hause hat, sind ja sehr sorgfältig ausgewählt worden mit einer schönen Intention und auch einer Idee dahinter und einem kreativen Impuls und vielleicht auch einem Impuls der Großzügigkeit, denn oft stricken wir auch für andere Leute als Geschenk. Und auf jeden Fall die Motivation, die hinter dem Anhäufen oder dem von unseren Garnen liegt, ist ja auf jeden Fall eine positive. Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, für die man Geld ausgeben könnte und die man tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben könnte oder die vielleicht zum Beispiel nicht besonders gesundheitsfördernd sind oder ähnliches. Und Stricken ist ja auf jeden Fall gesundheitsfördernd. Deswegen wäre jetzt der Vorschlag, statt Stash zu sagen, eben lieber Kollektion zu sagen, denn diese Garne, die jeder oder jede von euch zu Hause hat, wurden sorgfältig ausgewählt und auf eine Art und Weise etwas kuratiert. Und ich bin mir sicher, wenn ihr eure Garne euch mal anschaut, findet man da bestimmt einen gewissen Stil wieder und eine gewisse Ästhetik, die jede Person, die strickt oder kreativ ist, intrinsisch hat und auch anders ist von anderen. Das heißt, jeder hat wirklich seinen individuellen Geschmack und Stil und Ästhetik und ich finde, das ist etwas, was man feiern sollte und ja, die eigene persönliche Ästhetik und Geschmack und Stil ist etwas, was man zum Beispiel eben in seiner Garnkollektion und Wollkollektion erkennen kann und sich da herauskristallisiert vielleicht. Und deswegen finde ich das wirklich einen sehr schönen Vorschlag, nicht mehr Vorrat dazu zu sagen, weil es etwas vielleicht abwertend klingt und man denkt, man hat in irgendeiner Kiste ganz viel Wolle liegen oder verstaut, die da nur Staub fängt, aber so ist es ja gar nicht. Man kann es ja auch anders sehen. Eben diese Kreativität und diese Vorarbeit, bevor man etwas strickt, dann kuratiert man oder selektiert die Garne, mit denen man gerne stricken möchte und arbeiten möchte, bevor man etwas Tolles kreiert und sehr Individuelles kreiert. Und da kommt unter anderem bei manchen Menschen so ein Buch heraus, was natürlich bewundernswert ist und super, super schön. Deswegen ist das nur ein kleiner Anstoß, eine andere Perspektive einzunehmen. Nun noch ein kleiner Einblick in zwei Projekte, die ich gerade noch stricke oder die ich gerade stricke und mir auch sehr, sehr viel Spaß machen. Und zwar habe ich schon etwas Fortschritte gemacht bei diesem Loop, den ich gerade mache, mit der Enthaser-Technik und den stricke ich gerade flach und möchte ihn eben anschließend hier an der langen Kante zusammennähen und auch an der kurzen Kante hier eine mit der 3-Nadel-Technik dann so schließen. Er wächst langsam, das ist das Projekt, also letztes Mal konnte ich es einmal um den Hals schlagen, jetzt kann ich schon ein Viertel, ein bisschen mehr vielleicht, um den Hals schlagen. Und ich habe noch etwas Garn, ich habe aber noch ziemlich viel von diesem Lila, das heißt, vielleicht wird am Ende einfach ein ganz langer lila Abschnitt noch an diesem Loop dran sein, aber so ist es einfach und weil ich möchte das Garn auf jeden Fall gerne verbrauchen, ich werde mir davon nichts nachkaufen, obwohl ich das Garn empfehlen kann, das ist von Sandnes Garn Tint Pure Gint, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, es ist sehr schön, damit habe ich diesen Intarsia Pullover hier gestrickt, den ich traumhaft toll finde und super gerne trage. Manche Garne, die verstrickt man gerne mehrmals in mehreren Projekten und andere, da reicht es einem nach einem Projekt oder 2 Projekten, wie jetzt in dem Fall. Hier stricke ich langsam nach und nach weiter. Das ist so mein Strickprojekt, wenn ich nicht mehr so viel Energie habe zum Nachdenken. Zum Schluss habe ich euch noch einen Top, das ich euch gerne zeigen möchte. Denn ich habe mit Manos del Uruguay 2 Kollaborationen, also erstens den Cardigan, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Übrigens, ich habe den Cardigan auch schon getauft, in den Kommentaren vom letzten Video waren ein paar Vorschläge auch, wie ich diesen Cardigan taufen könnte, aber ich vergesse, auch jetzt am Anfang des Videos habe ich vergessen euch zu sagen, wie ich diesen Cardigan getauft habe. Und zwar habe ich den Flower Rain getauft, das heißt Blumenregen. Denn das Muster hat mich irgendwie an Blumen erinnert und das Lochmuster hat mich an Blumen erinnert und natürlich diese sehr knalligen, fröhlichen
frühlingshaften Farben haben mich an Blumen erinnert, aber auch wie die Blumen sozusagen fallen. Ich hatte den Eindruck, dass durch das Muster so eine Art Blumenregen einfach entsteht. Und im übertragenen Sinne, wenn ihr euch das anguckt, das Muster von dem Cardigan war das einfach für mich das Bild, was erschienen ist in meinem Kopf. Und deswegen habe ich den Cardigan Flower Rain getauft, also Blumenregen. Unter dem Namen könnt ihr auch dann die Videos und Tutorials und die Anleitungen und so weiter dann finden. Anschließender Kommentar zu dem, was ich am Anfang erzählt habe. Aber zum Schluss eben noch das zweite Projekt, das ich in Kollaboration mit Manos del Uruguay mache. Denn sie haben mir Garn gesponsert, noch ein weiteres Garn gesponsert, das ich euch jetzt zeige. Tada! Das ist das andere Garn, das ich gesponsert habe bekommen habe von Manos del Uruguay. Das heißt Serena und ist ein super, super schönes Gelb. Das ist eine Komposition von 60% Alpaka und 40% Baumwolle. Ich stricke ganz selten mit Baumwolle, als ich noch in den Anfängen war vielleicht beim Stricken, in den ersten paar Jahren. Habe ich Kleidungsstücke komplett aus Baumwolle gestrickt, also auf jeden Fall eher so Sommertops, die ich zum Teil auch noch habe und sehr, sehr schön sind, aber Baumwolle ist ziemlich hart und nicht so elastisch und das kann dann, wenn man ein enges Muster strickt, ein bisschen anstrengend sein in den Fingern. Ja, Baumwolle ist auch nicht so elastisch, hat auch nicht so viel Gedächtnis sozusagen, das heißt, das Kleidungsstück springt erst nach dem Waschen zurück in die Originalform zurück. Das ist wie bei einer Jeans, die dann, wenn man sie trägt und sie warm ist, dann so ein bisschen lockerer wird und dann, wenn man sie wäscht, dann sich wieder ein bisschen zusammenzieht und wenn man sie dann anzieht, da es ein bisschen eng ist, aber nach 1-2 Stunden rumlaufen sitzt sie dann perfekt. So ist Baumwolle. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es hier sich um eine Mischung handelt mit Alpaka. Und es ist super, super weich. Das Garn ist sehr schön, es strickt sich sehr, sehr schön. Und ich zeige euch, wie weit ich jetzt aktuell bin mit dem Sommertop. Ja, letztes Mal hatte ich euch die Maschenprobe gezeigt. Da hatte ich eine etwas größere Maschenprobe gemacht. Und ich hatte auch bei der Maschenprobe direkt die passende Maschenanzahl für meine Größe angeschlagen. Das hat mir die Arbeit jetzt bei dem richtigen Top natürlich etwas erleichtert. Ich bin gerade hier bei der Vorderseite schon angekommen. Das ist ein Top, das stricke ich in der Runde. Jetzt ein bisschen schwierig euch zu zeigen, weil es in sich ineinander fällt. Ich stricke es in der Runde von unten nach oben und ich habe hier an den Seiten dieses schöne Lochmuster mir ausgedacht und aufgezeichnet auf einer Tabelle. Und das sind wie kleine Blümchen, die angeordnet sind in einer Sanduhrform. Das ist also seitlich unter dem Arm. Das betont dann etwas die Taille. Und das finde ich ganz, ganz schön, das Muster. Ist auch wirklich simpel zu stricken. Das habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe natürlich nicht das Rad neu erfunden. Also bestimmt findet ihr was Ähnliches auch schon mal woanders. Aber auf jeden Fall habe ich mit dem Garn einfach rumprobiert und euch auch beim letzten Video erzählt, dass es ein bisschen schwierig war, ein passendes Lochmuster zu finden, das gut mit dem Garn zusammen funktioniert. Und dann habe ich im Endeffekt selber etwas rumprobiert und mir dann selber was ausgedacht, womit ich jetzt ganz zufrieden bin. Ja, ich bin hier bei der Vorderseite. Ich habe die Maschen hier am vorderen Halsausschnitt stillgelegt auf diesem Art Gummikabel. Wenn ihr solche nicht habt, kann ich die euch auf jeden Fall empfehlen. Die sind nämlich hohl und die steckt man dann vorne auf die Stricknadel einfach oben drauf und kann die Stricknadel dann einfach beziehungsweise das Gummi dann durchziehen und dann liegen die Maschen auf dem Gummi und sie sind dann auch sehr leicht wieder auf die Nadel aufzunehmen. Das finde ich super praktisch, diese Gummis, und die nerven dann auch nicht so wie ein Seil von einer Stricknadel, finde ich, wenn man dann gerade an einer anderen Stelle dann weiter strickt. Ja, im Rücken ist gerade noch nicht so viel zu sehen, da habe ich noch nicht viel gemacht. Also ich habe auf jeden Fall hier schon die Armausschnitte gemacht und deswegen sind hier die Maschen auf der Sicherheitsnadel und jetzt habe ich hier den einen linken Träger vorne schon gemacht. Ich habe hier getrennt für beide Träger und der linke Träger ist jetzt schon fertig. Vom Vorderteil, ich habe das Garn hier super, super lang abgebrochen oder abgeschnitten, weil ich vielleicht noch ein paar Reihen dazu stricke. Mal sehen, ob der Träger lang genug ist oder nicht. Das kann ich erst ganz sicher sagen, wenn ich eben beide Träger fertig habe und es anprobiere.
und das eben so halte an meiner Schulter, dann kann ich genau wissen, ist der Träger lang genug oder nicht. Und deswegen habe ich den Faden jetzt ganz lang abgeschnitten, um sicher zu sein, dass ich da genug habe, falls ich noch ein paar extra Reihen stricken möchte. Und hier am Träger habe ich eben auch noch dieses schöne Lochmuster integriert. Ja, ist ein bisschen schwer zu zeigen gerade, weil es eben alles so in sich hineinfällt und keine Struktur hat. Aber das ist eben so, wie Alpaka und Baumwolle sich verhalten. Ja, es ist sehr drapey und es fällt sehr, sehr schön und es hat nicht so eine Gedächtnis wie zum Beispiel Merino-Garn, wo man schöne Rippen stricken kann, wie eben bei dem Cardigan Flower Rain, dass eben die Rippen schön bouncy sind und dann wieder in ihre Form zurückspringen. Das ist bei dieser Art von Garn weniger so, deswegen fällt es dann auch so. Aber ja, dieses Lochmuster habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht, unterm Arm. Und am Rücken werde ich auch noch ein paar Blümchen machen, sowie an allen Trägern. Genau, und für dieses Top wird es dann auch einen Vlog geben, in dem ich dann etwas erzähle, genauer, wie ich da vorgegangen bin, wie ich das gestrickt habe. Ja, das macht super, super Spaß. Die Anleitung schreibe ich auch, während ich das stricke. Das geht also eher flott. Sommertops lassen sich ziemlich flott stricken. Und für dieses Top lade ich euch auch gerne ein, euch zu melden per E-Mail, falls ihr gerne die Anleitung testen möchtet, damit ich jetzt für diesen kommenden Frühling, Sommer ein weiteres Top zu meiner Top-Kollektion hinzufügen kann. Eine letzte kleine Sache kann ich euch erzählen. Ich habe noch meine Nähmaschine ausgepackt und etwas genäht, denn ich habe gerade ein bisschen mehr Zeit und ich wohne schon seit 3 Jahren in dieser Wohnung und hatte immer noch keine Vorhänge in meinem Schlafzimmer. Das heißt, ich habe mir endlich Stoffe bestellt, vor bereits einem Monat, glaube ich. Also das sind Baumwollstoffe, die aber so schön fallen und eher durchsichtig sind, aber eine Art Leinenoptik haben. Ich füge euch hier immer ein paar Fotos und Videos ein und ich habe mir da endlich schöne Vorhänge genäht für mein Schlafzimmer und seitdem schlafe ich auch tiefer. Das ist natürlich super, also kann ich euch empfehlen, Vorhänge in eurem Schlafzimmer zu hängen. Das hatte ich nämlich nicht 3 Jahre lang und jetzt schlafe ich auf jeden Fall tiefer und die Vorhänge sind auch super schön geworden. Nur meine Nähmaschine hat jetzt, glaube ich, wirklich endgültig den Geist aufgegeben. Diese Nähmaschine ist bestimmt 50 Jahre alt oder älter, keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall noch ein Metallgehäuse und kein Plastikgehäuse. Aber ich habe wirklich gebangt, während ich die Vorhänge genäht habe, ob ich die denn fertig bekomme. Denn ich musste wirklich sehr doll auf das Pedal drücken und dann auch warten, bis die Nähmaschine überhaupt angesprungen ist. Ich glaube, die ist einfach schon so alt, dass der Motor jetzt langsam den Geist aufgibt. Das ist auch wie bei jedem Auto, das kann nur so und so viele Kilometer fahren und nach ich weiß nicht wie viele 100.000 Kilometern sagt der Motor dann auch, tschüss, mach ohne mich weiter. Und so ist es jetzt, glaube ich, auch bei meiner Nähmaschine. Da habe ich die ganze Zeit sehr gebangt beim Nähen und ich konnte auch zwischendurch nicht aufhören zu nähen. Das heißt, wenn ich eine ganz lange Naht an den Vorhang machen musste, habe ich auch einfach durchgenäht wie wild, ohne Pause zu machen, ohne zwischendurch mal zu kontrollieren, ist die Naht okay oder näht es überhaupt noch oder ist der Faden zu Ende gegangen oder so, denn sonst ist die einfach nicht mehr angesprungen. Das ist wie ein Auto, das man nie ausschaltet und den Motor immer laufen lässt, weil man Angst hat, dass es dann nicht wieder anspringt. So ist es mir jetzt mit der Nähmaschine ergangen und die hat auch die ganze Zeit furchtbar gequietscht beim Anlaufen wie eine sterbende Maus. Also leider habe ich jetzt keine Nähmaschine mehr, aber vielleicht, ich überlege, ob ich mir eine kaufen soll oder nicht, denn ich nähe schon gerne und ich habe auch ein paar Stoffe und Sachen, die ich gerne nähen möchte. Und wenn ich etwas selber nähen kann, dann mache ich das auch lieber selber, weil dann weiß ich, dass das Resultat so wird, wie ich das haben möchte. Und in vielen Fällen denke ich auch, vielleicht ist es günstiger, wie wenn ich das kaufe. Natürlich nimmt es auch viel Zeit in Anspruch, aber ja, bei den Vorhängen war ich mir im Nachhinein gar nicht so sicher,
weil ob das wirklich günstiger war, die jetzt selber zu nähen, weil also Stoffe sind doch einfach teuer, vor allem braucht man ja bei Vorhängen eine große Menge an Stoffen, also viele Meter, damit die sich auch schön zusammenfalten, also schöne so Falten entstehen. Günstig war das jetzt nicht und ich weiß nicht, ob es günstiger gewesen wäre, mir irgendwo Vorhänge einfach fertige zu kaufen, keine Ahnung. Das habe ich nicht überprüft, ich habe mir einfach direkt Stoffe gekauft und welche gesucht, die mir auch gut gefallen. Und das ist so der erste Punkt. Und außerdem habe ich hier in der Nähe ein Nähgeschäft, die Nähmaschinen verkaufen, aber auch ein Atelier haben, wo man sich einmieten kann zum Nähen und ich weiß nicht, für 8 Euro oder 10 Euro die Stunde da einfach hingehen kann und die ganzen Nähmaschinen, das ganze Material benutzen kann und die haben natürlich die besten Maschinen und alle Arten von Maschinen und Zubehör und das ist auch nicht so teuer. Deswegen denke ich, wenn ich Lust habe, mir was zu nähen und mir einfach 2-3 Tage Zeit nehme, dann kann ich einfach in diesen Laden gehen und mich da einmieten und da nähen und unter Umständen auch ein bisschen Hilfe bekommen. Ob das vielleicht sinnvoller ist, mir dann eben keine Nähmaschine zu kaufen. Und ja, was mache ich mit der alten Nähmaschine? Vielleicht kann ich die auf eBay noch verkaufen für einen Bastler oder sowas. Sagt mir eure Gedanken dazu. Habt ihr alle eine Nähmaschine? Wie viel näht ihr? Wenn ihr eher zu den Strickerinnen gehört, aber ab und zu dann doch was nähen wollt oder weil ihr es könnt, lieber selber macht, als was zu kaufen. Wie sind da so eure Gedanken? Und auch mein letzter Gedanke wäre, als ich diese Vorhänge genäht habe, ich habe nicht so viel Geduld zum Nähen wie zum Stricken, weil beim Nähen, da muss man auch sehr viel bügeln und den Stoff so legen und so weiter und das Nähen selber ist ja dann nur ein Teil und beim Stricken ist man schon sehr viel mit tatsächlichem Stricken beschäftigt, weil man gleichzeitig den Stoff kreiert und auch die Form von dem Kleidungsstück, während man beim Nähen die Stoffe ja schon fertig hat. Ja, und was mir dann eben passiert ist, da ich nicht so viel Geduld habe beim Nähen, war ich dann, als ich meine Vorhänge fertig hatte und die aufgehängt hatte, war ich dann gar nicht so zufrieden. Und ich weiß nicht, wie man das nennen kann, ob es dafür eine Bezeichnung gibt, aber statt dass ich zufrieden war und glücklich war mit dem, was ich geschafft hatte, was mir auch gefallen hat, das Resultat gefällt mir auch, und statt glücklich darüber zu sein und zufrieden zu sein, war ich ein bisschen genervt. Und ich hatte noch in den Knochen, dass die Arbeit einfach aufwendig war und die Nähmaschine mich fast im Stich gelassen hat und so weiter und hatte diese ein bisschen überwiegende negative Energie und weniger positive Energie, was natürlich sinnlos ist, statt sich einfach nur zu freuen über das Resultat. Und natürlich freue ich mich jetzt sehr und finde mein Zimmer auch mein Schlafzimmer auch viel gemütlicher als vorher und ich schlafe auch besser. Aber ja, passiert euch das auch manchmal, dass ihr etwas fertig gestrickt habt oder fertig genäht habt und ihr davon ein bisschen genervt seid und euch gar nicht wirklich darüber freut, dass ihr etwas Tolles abgeschlossen habt. Schreibt mir auch gerne dazu eure Gedanken, wie ihr euch dabei fühlt oder ob ihr da vielleicht auch Tipps habt, wie man dann mit einer Art Frustration, die man gar nicht haben sollte, weil das Resultat ja dann doch gegeben ist, wie geht ihr dann mit so einer Art Frustration um vielleicht? Ja, viele Fragen heute, auf jeden Fall Gesprächsstoff von mir, für uns, für die Personen, die gerne zuschauen und kommentieren und mir auch gerne schreiben. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich natürlich immer sehr über die Kommentare und sehr über eure Follows und Subscriptions, also Abos. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann auch freue ich mich natürlich sehr darüber. Und dann sage ich euch bis zum nächsten Mal und wünsche euch einen sehr, sehr schönen Frühling. Ciao!